Moin, wir sind Mona und Julia und wir zeigen dir heute, wie man erfolgreich Secondhand shoppen, stylen und verkaufen kann. und worauf du dabei unbedingt achten solltest. Secondhand ist, wenn das Kleidungsstück schon von mehreren Personen mindestens ein- oder zweimal getragen worden ist. Der Unterschied zwischen Secondhand und Vintage ist dabei, dass Secondhand auf jeden Fall schon getragen wurde. Vintage-Kleidung ist zwar ein älteres Kleidungsstück, muss aber nicht unbedingt getragen worden sein. Secondhand ist aktuell sehr im Trend, da gerade die jüngeren Menschen sich mehr damit auseinandersetzen, wie wird ihre Kleidung hergestellt und was kann sie dagegen tun, dass so Massenproduktionen hergestellt werden. Ich denke, dass die Leute jetzt mehr auf Nachhaltigkeit achten. Secondhand-Mode findest du vor allem im Internet auf Online-Plattformen wie zum Beispiel Vinted, auf Flohmärkten und auch in Secondhand-Shops in deiner Stadt. Und da gehen wir beide jetzt mal hin. Wir sind heute in einem Secondhand-Laden in Hamburg und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Und hier gibt es nicht nur Klamotten, sondern auch Hüte, Schmuck, Schals und andere Sachen. Wenn ihr Secondhand kauft, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass keine Löcher in den Klamotten sind und auch keine Verschmutzungen vorhanden sind. Es lohnt sich genau hinzuschauen, denn hier findet man ein kleines Loch am Ärmel und auch hier findet man ein paar Flecken am Kragen, die wahrscheinlich so nicht rausgehen. Also davon besser die Finger lassen. Wovon ich außerdem die Finger lassen würde, wären Unterwäsche und Socken, denn das ist einfach aus hygienischen Gründen nicht so schön. Und Schuhe, die sehr ausgelatscht sind, würde ich auch nicht kaufen. Wenn dir aber ein Teil super gut gefällt und es dir aber leider zu groß ist, kannst du natürlich gern zum Schneider bringen und es dir anpassen lassen. Oder wenn du zum Beispiel einen Sakko kaufst und die Schulterpolster dich stören, einfach rausnehmen. Hast du vielleicht auch noch Tipps, wie man gut Secondhand shoppen kann? Dann schreib es uns in die Kommentare. Wir haben jetzt Herbst, die Zeit der Übergangsjacken, deswegen habe ich mir eine Jeansjacke ausgesucht und einen Hut. Für den Farbtupfer noch ein pinkes Batik-Shirt. Und weil ich immer friere zu der Jahreszeit, habe ich mir einen dicken Pullover ausgesucht und so ein Baumwollhemd mit einem Gürtel, den wollte ich dazu kombinieren. Und wir werden das jetzt mal anprobieren gehen. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, Dann abonniere den Kanal. Ich finde die Jeansjacke richtig cool, die kann man zu fast allem kombinieren und sie passt mir richtig gut. Mit dem Hut habe ich das Schwarz der Hose und der Stiefel nochmal ein bisschen aufgegriffen, um das Outfit abzurunden. Und das pinke T-Shirt ist ein bisschen ein Farbtupfer, der den grauen Herbst ein bisschen bunter macht. ja, ich habe mich für die Herbstfarben so ein bisschen entschieden mit Braun, wie die fallenden Blätter. Und dazu passen auch wunderbar die Schuhe. Der Gürtel ist leider ein bisschen zu groß, aber den kann man natürlich noch mal ein bisschen kleiner machen. Und wenn es zu kalt wird abends, kann ich ja den Pullover, den ich mir ausgesucht habe, noch überziehen. Der passt auch super von den Farben dazu. Zu meinem Outfit passen auf jeden Fall Stiefeletten, Boots, alles was so in die Herbstrichtung geht, was man da gerne trägt. Auch ich würde auf jeden Fall Stiefel oder Stiefeletten dazu kombinieren. Am Ende des Sommers und am Ende des Winters findest du in Secondhand-Läden die besten Stücke, weil da die meisten Leute ihre Kleiderschränke aussortieren. Wenn du auf einem Flohmarkt nach tollen Teilen suchst, solltest du auf jeden Fall morgens hingehen, damit die guten Sachen noch da sind. Abends kriegst du aber ganz viele Schnäppchen. Wir gucken jetzt einmal, was wir alles verkaufen können. Verkaufen kannst du grundsätzlich alles, außer vielleicht Socken und Unterwäsche, die du schon getragen hast. Beim Verkaufen solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Klamotten in einem guten Zustand sind, also keine Löcher haben und auch keine Flecken, die vielleicht nicht mehr rausgehen. Wenn du jetzt all deine Kleidung rausgesucht hast, die du verkaufen möchtest, kannst du dies über Online-Plattformen machen, auf extra Tauschbörsen für Secondhand-Kleidung oder auch die Sachen einfach in einem Secondhand-Store abgeben in deiner Nähe. Wichtig beim Verkaufen ist auf jeden Fall der Preis. Du solltest deine Sachen niemals unter Wert verkaufen. Um deine Kleidung richtig in Szene zu setzen, wenn du sie online verkaufen möchtest, häng sie am besten auf einen Bügel, damit sie schön fällt. Und achte vor allem auf einen ruhigen Hintergrund beim Fotografieren. Du kannst natürlich auch eine Kleiderpuppe benutzen, wenn du eine zu Hause hast. Hinterher kannst du die Bilder dann noch bearbeiten, damit die Farben gut zur Geltung kommen. Ob kaufen oder verkaufen, wir zwei sind auf jeden Fall Fans von Secondhand. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du das auch mal ausprobierst.